Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich einen Kundenwunsch umsetze. Also es gibt einen Kundenwunsch, da soll ich Kois auf eine Kanne malen und noch auf Tassen und auf ein Frühstücksset sozusagen. Und da bekomme ich dann ein paar Fotos von der Kundin und dann versuche ich das irgendwie umzusetzen. Die Fotos waren, die blende ich hier immer ein, die waren relativ gerade, die Fische. Kois, da geht es halt viel um diese Flecken, um diese Farben dieser Fische. Und ich habe versucht, in diese Bewegung reinzubekommen und mal die da jetzt erstmal so vor, vom Handy ein bisschen abgemalt, dass es aussieht wirklich wie der Koi, der bei denen auch im Teich schwimmt. Ne? Deswegen, ist ganz wichtig. Und die male ich da jetzt ab und gebe ihnen aber gleichzeitig ein bisschen Bewegung, dass man glaubt, sie sitzen in einem Aquarium. Ne? Das ist jetzt wichtig. 3 Fische sollen drauf und auf der anderen Seite sollte noch ein Wels, oh, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, es war ein Wels, den sollte ich auf der anderen Seite malen. Und hier kann man nun zuschauen, wie ich da mit meinem Edding das versuche vorzumalen. Und dann kommt jetzt schon, wie es vielleicht in einem Meer, in einem Teich, in einem wie auch immer aussehen könnte. Unten das grüne Gras, das Seegras und oben soll das Wasser darstellen. Also nicht der Himmel, das ist das Wasser. Ja, es wird alles verdünnt und angemalt. Nicht so ganz einfach. Das Schöne an dem Edding ist, dass der dann nachher halt beim Brennen verschwindet. Aber so kann ich halt so ungefähr sehen, wo ich da noch ausmalen muss, wo ich die Flecken noch machen muss. Weil die Flecken sind ja wichtig an so einem Koi. Das ist ja die Markierung von diesen Fischen. Und deswegen habe ich mir da auch Mühe gegeben, das so ungefähr wirklich hinzubekommen. Diese Farben und die Flecken natürlich. Ihr seht, ich handle ja immer mit meinem Handy. Das ist immer gar nicht so einfach, wenn man diese Bilder nur so auf dem Handy hat. Da wird das hin und her geschoben und dahin geschoben und das ist etwas schwierig. Und dann nehme ich es in die Hand und dann nehme ich es in die rechte Hand. Also bis man da so fertig ist, das dauert eine Weile. Und das mache ich auch nur für ganz besondere Kunden, muss ich dazu sagen, weil der Aufwand ist schon enorm, den man dafür braucht. Also das ist fast unbezahlbar, wie viel Zeit ich dafür gebraucht habe. Aber für nette Menschen macht man sowas mal ganz gerne. Und jetzt kommt auf der anderen Seite der Wels. Das ist wohl der Wunsch des Mannes, diesen Mal zu angeln. Der kann wohl mehrere Meter groß werden. Ich will nicht lügen. Also ich glaube, das war so 1, 2 Meter oder so. Also, und das ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt, weil ich die Kois schon so groß gemalt habe, diesen in dieser Größe darzustellen. Aber man soll sich das jetzt wegdenken. Auf die andere Seite, man sieht ja nur die eine Seite und wenn man die andere Seite betrachtet, sieht man das nicht mehr so, ne? So, jetzt habe ich schon beide Seiten in der Grundvariante fertig gemalt. Jetzt versuche ich sie noch ein bisschen zu veredeln mit Strichen und Linien, wie ich das halt so gern mache. Das ist ja so mein typisches Zeichen mit schwarzen Linien. Und dann male ich mit diesem Ngobe-Malhorn, wo die flüssige Farbe herausläuft. Auch mit dieser versuche ich noch die Fische nachzumalen. Das ist sehr schwer und nicht immer so, wie man das gerne hätte, wie das mit einem Pinsel besser funktioniert. Aber mit dieser Farbe ist das mit dem Malhorn einfach besser. Ich komme damit sehr gut zurecht. Hier wird es noch ein bisschen veredelt und das ist schon die fertige Variante. Hier seht ihr einmal die Kanne, die Tassen und die Frühstücksbrettchen. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen und tschüss, bis zum nächsten Mal.